von meinen 4 Auswahlsätzen ist grammatikalisch korrekt gebaut, wenn man die Position der Objekte für den Kasus Dativ und für den Kasus Akkusativ berücksichtigt. Antwort A, meine lieben Freunde. Ich habe meinem Bruder den Brief gestern geschickt, wäre die Antwort A. Die Antwort B wäre, ich habe den Brief gestern meinem Bruder geschickt. Und die Antwort C, ich habe ihn gestern geschickt. Oder Antwort D ist richtig. Ich habe geschickt meinem Bruder gestern den Brief. Nun, liebe Leute, wie sieht's aus um euren Satzbau? Wisst ihr, was hier richtig gebaut wurde und wo sich die beiden Positionen der Objekte für den Kasus Dativ und für den Kasus Akkusativ in unserer jeweiligen eine einzige richtige Auswahlmöglichkeit verbergen? Ihr Lieben, 10 Sekunden Zeit habt ihr. Nochmal durchlesen. Und so schnell sind 10 Sekunden vorbei. Habt ihr schon rausbekommen? Sagt euch bitte laut die Lösung, wenn ihr denn wisst, welche Auswahlmöglichkeit hier korrekt ist. Und wir schauen uns das Ganze natürlich, damit ihr auch wisst, ob ihr richtig gelegen habt, jetzt hier die Lösung an. Und genau, abonniert diesen Kanal, damit dieser Kanal weiter wachsen kann und wir noch mehr liebe Leute hier hinzufügen können, die ebenfalls die deutsche Sprache lernen können, wollen, müssen oder gar sollen. Und welche Antwort ist richtig? Ihr seht es bereits hier in unserem Dokument. Die Antwort A ist bitte richtig. Und ihr seht ganz genau an meiner Einfärbung, meine Abonnenten kennen das schon, ich färbe immer alles dementsprechend, je nachdem welcher Kasus es ist, in der jeweiligen Farbe ein. Und wir schauen uns die Antwort an. Ich habe meinem Bruder den Brief gestern geschickt. Das ist erstmal vom Grundsatzbau richtig. Der ganze Satz kann so gesagt werden, er kann so verstanden werden und auch so konstruiert werden. Nichts ist hier falsch an diesem Satz. Und wir haben hier einmal wunderbar repräsentativ unseren Dativ gleich im ersten Teil des Satzes. Ich habe meinem Bruder, das ist Dativ, jawohl, meinem Bruder den Brief geschickt und auch gestern geschickt. Das ist jetzt gerade erstmal unerheblich. Es ist erstmal erheblich, dass der Satzbau funktioniert und dass wir jeweils den richtigen Dativ und den richtigen Akkusativ hier in diesen Satz auswählen konnten aus unserer Auswahlmöglichkeit. Schaut gerne nochmal hinein und dann kommen wir gleich noch eben zu den wichtigsten Punkten der Grammatik, die dieser Satz hier zeigt. So habt ihr einen Augenblick nochmal lesen können und wir hatten die Antwort A als richtige Lösung gerade schon benannt. Antwort A, wenn ihr das gesagt habt, seid ihr schon richtig weit und lernt weiter mit mir jeden Tag neue Videos. Und sehr gerne, wenn ihr mir in die Kommentare unten reinschreiben möchtet, was euch noch fehlt, auf welche Prüfung ihr euch gerade vorbereitet oder was ihr so gar nicht in der deutschen Sprache versteht oder was gar nicht in eurem Kopf abgespeichert werden sollte, könnte, müsste, wie auch immer, was euch halt noch fehlt oder nicht richtig verstanden wird. Weiter geht es. Und hier erinnern wir uns an eine Grundregel, die es in der deutschen Sprache ebenfalls gibt. Jawohl, das ist eine davon. Und hier haben wir 2 Nomenobjekte.
Und ich spreche nicht von einem Satz, in dem ein Subjekt ist und ein Objekt ist, sondern ich habe hier zwei Objekte. Und beide werden ganz hervorragend von dem jeweiligen Hilfsverb und von dem richtigen Verb hier, ich möchte mal sagen, benannt. In den Kasus Dativ und in den Kasus Akkusativ geschickt, wenn man so möchte. Ja? Ich habe meinem Bruder, und schon sind wir im Dativ, den Brief geschickt. Den Brief gestern geschickt, ist egal, die Zeitform. Und es ist hier einfach so, dass wir hier, wie wir das uns auch gewünscht haben, den richtigen Dativ hier ansprechen mit meinem Bruder und danach dann eben, hier steht es nochmal ganz genau, in der Regel steht das Dativobjekt meinem Bruder in der Regel vor dem Akkusativobjekt. Deswegen fragte ich schon eingangs, ihr könnt es gerne nochmal sehen, erst nach dem Dativ und danach dann nach dem Akkusativobjekt oder überhaupt nach dem Kasus Akkusativ. Und das bietet mir dieser Satz ganz hervorragend. So sieht es aus. Also, wenn beide Objekte als Nomen in einem Satz stehen, Objekte, keine Subjekte, beide Objekte bitte, dann steht erst einmal das Dativobjekt und danach steht dann danach das Akkusativobjekt. Vor allem, wenn es denn beide Objekte werden sehr schön von den jeweiligen Verben hier mit in den richtigen Kasus geschickt. Die gehören mehr oder weniger zusammen, erkläre ich euch ja gleich unten noch weiter. Und hier kann man das Ganze gut sehen. Ich habe, Hilfsverb haben. Was habe ich? Ich habe meinem Bruder. Das habe ich für meinen Bruder getan. Und genau das Gleiche. Was habe ich geschickt? Ich habe meinem Bruder den Brief geschickt. So haben wir alles komplett in zwei Kasus, wie es auch hier der Regel konform entspricht. So sieht es aus, ja? Zwei Nomenobjekte, bitte auch unbedingt noch mal reinschauen. Wer das Ganze noch nicht beherrscht für die B2-Prüfung, unbedingt auch damit noch mal kurz beschäftigen oder auch zur Not das Video noch einmal schauen, damit ihr genau versteht, was ich euch hiermit sagen möchte. Und von daher möchte ich euch auch noch ganz herzlich bitten, damit eure Prüfung auf jeden Fall gut vorbereitet ist, drückt immer, wenn ich diese Lösungen hier erkläre, danach einmal ganz kurz bitte auf Stopp und lest euch das Ganze noch einmal laut vor. Ihr glaubt gar nicht, wie viel euer Gehirn in dem Augenblick speichert, wie schön und wunderbar man das Ganze hinterher, wenn man das des Öfteren tut, spontan wiedergeben kann, ohne dass ihr euch groß abmühen müsst und irgendwelche Bücher, ja, ich möchte mal sagen, passiverweise zu Hause lernen müsst, was doch schon mal ganz schön arg, ja, ich möchte nicht sagen langweilt, aber doch stört. Ja, effektives Lernen ist etwas anders und dann kommt lieber auch auf meinen Kanal, lernt ein bisschen spielerisch und schaut euch das Ganze noch einmal an. Und ich gebe euch so gerne hier etwas von meinem Wissen ab, damit ihr eure Prüfung bald schön in der Tasche habt. Ja? Weiter geht es, ihr Lieben. Hier kommt die nächste Frage, ihr Lieben. Welcher Satz verwendet den zweiteiligen Konnektor? Das hier ist ein zweiteiliger Konnektor, das sind zwei Wörter. Entweder oder. Grammatikalisch korrekt. 4 Sätze habe ich wieder für euch. Wir schauen uns das Ganze an und wir schauen uns an, wie es sich für euch bereits schon anhört, wenn ich diese Sätze verlese. Ich möchte bald raten, macht die Augen zu, lest es natürlich auch, damit ihr das im Kopf habt, macht die Augen zu und jetzt kommt Antwort A. Wir entweder gehen heute ins Kino oder bleiben zu Hause. Jetzt kommt die Antwort B. Entweder wir heute ins Kino gehen oder wir bleiben zu Hause. Oder die Antwort C. Entweder gehen wir heute ins Kino oder wir bleiben zu Hause. Oder Antwort D,
Entweder wir gehen heute ins Kino oder wir bleiben zu Hause. Was ist richtig, ihr Lieben? Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen und schauen, ob euer Gehör tatsächlich die Spontanität des, was ihr vorher schon gelernt habt und diese Satzstruktur euch schon gängig im Gehirn ist. Und dann kann man nochmal gucken, was kann es jetzt wirklich sein? Entweder oder. Welcher Satz ist grammatikalisch richtig? Zweiteiliger Konnektor. 10 Sekunden habt ihr Lieben. Schaut's euch nochmal an. 10 Sekunden laufen ab jetzt. Und ihr habt's laut gesagt. Ja? Habt ihr es laut gesagt? Habt ihr es gewusst? B2, liebe Freunde. Ihr müsst das bitte, ja, ich sag mal so einigermaßen perfekt beherrschen, damit ihr hier weiterkommt. Und jede Aufgabe, die nicht richtig gelöst wird, sieht nicht gut aus für das Endergebnis. Aber wir schauen mal. Etwas an Fehlern kann man sich wohl erlauben, aber nicht so viele. Am besten hat man das C1-Niveau, damit man hier, oder C2 wäre natürlich noch besser, gar keine Frage, damit man hier einfach so durchgeht. Ihr seht, wie verwirrend die Sätze auf einmal sind. Wir schauen uns die Lösung an, ihr Lieben. Ihr wisst es, ich hoffe es. Wir schauen mal. Und hier haben wir die Lösung. Antwort D ist richtig. Und hier, liebe Freunde, die aufmerksamen Zuschauer haben es sicherlich gemerkt. Ja, ich habe die Fragen heute Morgen gemacht und ich selber kann euch jetzt sagen, dass ein ganz kleiner Rechtschreibfehler, den ich aber in der Antwort nicht so gemacht habe, aber den ihr vielleicht nicht gesehen habt, also nochmal schauen. Unsere richtige Antwort ist entweder wir gehen heute ins Kino oder wir bleiben zu Hause. Das war die Antwort D, ich zeige euch. So, nochmal bitte gucken, wo ist der Fehler, ein Rechtschreibfehler? Dürft ihr gerne auch sagen, ist völlig in Ordnung, sehe ich auch und habe ich auch extra eingebaut. Aber das ist eine andere Sache, ja? Aufmerksame Zuschauer, das sind nämlich auch so kleine Tricks, die angewandt werden, wo man nur einfach mal einen Buchstaben ausspart und schon stimmt die ganze Antwort nicht mehr. Ja, das sind Hinweise darauf, dass das Ganze unter Umständen nicht stimmt, die Antwort, dass man was anderes wählen sollte. Ja? Antwort D ist richtig. Bei entweder oder verbindet der Konnektor 2 Hauptsätze. So sieht es aus. Seht ihr das hier? Entweder wir gehen heute ins Kino oder wir bleiben zu Hause. Er verbindet bitte 2 Hauptsätze. Hauptsätze sind Sätze, die man alleine stehen lassen könnte. Wir gehen heute ins Kino. Ohne dass ich den Konnektor einsetze, wir bleiben zu Hause. Ein jeder würde verstehen, was man sagt. Hier ist nichts irgendwie, was auf den ersten Teil des Satzes beruht, wie zum Beispiel bei einem Haupt- und Nebensatz oder wenn ich eine Trennung mit weil oder denn oder das habe. Das ist hier beides eigenständige Sätze, also Hauptsätze, und wir benutzen hier jeweils den richtigen Konnektor, zweiteiliger welcher? Entweder oder, hier in diesem Satz, um diese beiden Hauptsätze zu trennen. Wobei eine normale Satzstellung, Verb an Position 2, beibehalten wird. Und das ist genau der Knackpunkt hier bei dieser Sache. Da wir beide Konnektoren sehr gut verwenden, entweder oder, sagte ich bereits, und wir haben hier das Personalpronomen an zweiter Stelle, kommt gehen. Ja, das ist das jeweilige Verb dazu. Und weiter geht der Spaß. Hier genau dasselbe, der restliche Teil des zweiteiligen Konnektors. Und wir haben hier wieder, wir bleiben. Was tun wir? Wir bleiben. Unsere Verben werden hier richtig bedient und das ist eine grundlegende Regel in der deutschen Sprache ebenfalls in Aussagesätzen, die man kreiert und dort ist meistens am Anfang das Subjekt, Personalpronomen, danach das Verb und dann kommt der Rest des Satzes.
oder das Objekt, je nachdem, was man sagen möchte. Wahrhaft so ist es, aber Subjekt, Personalpronomen oder Subjekt, je nachdem. Und danach das Verb an zweiter Position. Das ist die Zweitstellung in der deutschen Sprache des Verbes. So ist es dann richtig und so ist es hier auch ganz toll, wie ich finde, integriert. Verb an zweiter Position wird beibehalten. Was bei vielen Nebensätzen in der zweiten Instanz des Satzes nicht immer der Fall ist. Ja? Die meiste Gliederung oder die meisten Konstruktionen der Sätze sind, dass man meistens einen Hauptsatz findet und danach kommt dann der Nebensatz, der noch einen Teil des Hauptsatzes erklärt oder eben begründet, je nachdem, was der Nebensatz dazu ist. Aber zwei Hauptsätze aneinander mit solchen Konnektoren, das kann man bitte machen und das Verb findet seinen angenehmen Platz auf Position 2 und zack, so können wir stehen lassen. So kann man es bitte machen, das geht. So, kommen wir noch ganz kurz zur Kasusanalyse. Wir möchten doch auch immerhin wissen, wenn wir denn eine Prüfung anstreben, für B2 sollte man das wissen, welche Kasus das sind. Und die möchte ich euch auch sehr gerne noch kurz hier anreißen. Nicht so detailliert, wie man das normalerweise dann in Prüfungen wahrscheinlich erfährt, ja, aber es ist hier durchaus so, dass ihr euch hiermit ganz hervorragend vorbereiten könnt. Hervorragend vorbereiten könnt. Na sowas, so ist richtig. Ins Kino. Ins Kino. Was ist da passiert? Wir haben hier ins Kino, ja, eine Verschmelzung von zwei Wörtern. Um genauer gesagt zu sagen, eine Präposition und ein Artikel sind hier ineinander verschmolzen. Wir sagen dann auf einmal nicht mehr in das Kino, sondern wir sagen ganz einfach ins Kino. Das ist eine durchaus legitime Verschmelzung, die wir des Öfteren in der deutschen Sprache im Gespräch, im Alltag, in Geschäftsbriefen und wo auch immer verwenden. Und das ist durchaus legitim, dass man das so macht. Und das ist jetzt nicht hier, dass wir jetzt hier eine Abkürzung haben, die nicht in Ordnung ist. Es ist völlig in Ordnung. Ins Kino gehen wir, richtig so. Und es ist hier im Kasus Akkusativ. Ihr Lieben, warum ist es im Kasus Akkusativ? Ihr könnt den Text schon lesen und wisst jetzt ganz genau, worauf ich hinaus will. Der Kasus Akkusativ ist einer unserer, nun ich möchte sagen, agileren Fälle, der eine Bewegung erwartet, wenn ich eine Aussage treffe. Will sagen, ins Kino, in das Kino gehen wir, in das Kino fahren wir, wie auch immer. Wenn ich das sage, dann geht der Hörende davon aus, dass ich eine Bewegung mit ziemlicher Sicherheit vollziehen werde, da ich ja ins Kino gehe. Ich bleibe also nicht an einem Punkt. Ich komme aus meiner Haustür und gehe ins Kino. Das bedarf einer Bewegung. Und deswegen ist es hier der Kasus Akkusativ, da wir ja auch noch obendrein, so möchte ich es gerade eben sagen, hier in Erwähnung haben, dass wir ins Kino gehen mit dem Verb gehen in seiner Grundform Infinitiv. Ja, das ist dann doppelt noch einmal Akkusativ, hatte ich hier unten gar nicht mit beigeschrieben, ist definitiv auch wegen der Bewegung. Und gehen, wohin gehe ich? Ich gehe ins Kino. Das kann ich sogar so, ohne dass ich das hier groß vorlese. Es ist tatsächlich so, dass dieser Akkusativ immer ganz gerne ein direktes Akkusativobjekt hat. Denn ich gehe ins Akkusativobjekt, ins Kino. So einfach ist der Kasus dann geschlossen und der ist sehr dankbar, wenn man fragt, wohin gehst du? Und dann kann er natürlich sagen, haha, ich bin der agilere Kasus, Akkusativ, wunderbar, ich gehe ins Kino. Auch wichtig, dass man weiß, Akkusativ ist der agilere. Er setzt eine Bewegung oder ein Ziel voraus. Könnt ihr euch vielleicht ebenfalls mit auf euren Zettel schreiben, damit eure Prüfung auch wunderbar so für euch beim ersten Anblick schon keine Probleme bereitet. Ja, genau. Die Wechselpräposition haben wir hier. Wechselpräposition in ist richtig, hatten wir gerade schon mal gesagt. Ins, in das. So habe ich eine Präposition, die ich
Und die Wechselpräposition ist das hier, die ich für den Akkusativ sowohl als auch für den Dativ verwenden könnte. Aber in unserem Fall ist es hier, dass die Bewegung hier den Unterschied macht. Plus des Verbs im Infinitiv ist das genau die Sache, dass wir hier mit diesen 3 Möglichkeiten oder ich hätte bald gesagt Indizien für diesen Kasus hier direkt im Akkusativ ankommen. Ja, ich möchte bald sagen, wir können gar nicht woanders hingehen, als hier im Akkusativ anzukommen. Wahrhaft, so ist es. Nächste ist, und viele meiner Abonnenten kennen den faulen Dativ schon. Liebe Zuschauer, wenn ihr neu seid, abonniert diesen Kanal und ihr werdet ruckzuck wissen, was ich mit faulem Dativ meine. Ja, Erklärung kommt jetzt. Und wir haben hier, bleiben wir zu Hause. Wir bleiben an einem festen Punkt. Da, wo der Dativ am liebsten ist, an einem festen Ort oder an einem festen Punkt, an einer Position, die sich garantiert nicht wegbewegt, wie zum Beispiel zu Hause. Unser Zuhause bleibt für gewöhnlich an diesem Punkt und wir auch, wenn wir da sind. Und das Gleiche wäre ebenfalls mit dem Kino, aber wir hatten ja die Bewegung vorausgesetzt. So ist es hier bitte nur zu Hause oder bleiben wir an dem festen Punkt. Und schon sind wir wunderbar im Dativ, der sicherlich bei uns zu Hause dann ebenfalls ruht, weil es eben der faule Dativ ist. Der ist nicht der agile, er ist einfach der Dativ, der der Kasus, der recht statisch an einem festen Punkt auf euch wartet. So sieht es aus. Es beschreibt einen Ort. Wahrhaft, so habe ich es geschrieben. Zu Hause ist ein Ort. Keine Bewegung wird vorausgesetzt, da wir da bleiben. Und dann frage ich, wo bleiben wir? Und ich antworte hier ganz einfach zu Hause. Und damit ist es dann mit Hilfe. Auch wiederum mit Hilfe. Und die Wechselpräposition solltet ihr euch unbedingt auch anschauen, wenn ihr die B2-Prüfung hier anstrebt. Die Präpositionen sind ebenfalls sehr, sehr wichtig. Zu Hause und diese Präposition zu verlangt immer den Dativ. Ich bleibe zu Hause an einem festen Punkt und fühle mich dort wohl, auch wenn ich denn hätte ins Kino gehen können. Wahrhaft. Nächste Frage kommt, ihr Lieben. Weiter geht es zur nächsten Frage. So, welche Konjunktion erfordert den korrekten Satzbau am Ende? Am Ende, den korrekten Satzbau am Ende. Und welcher Kasus folgt nach der Präposition trotz? Na, soll ich nochmal vorlesen? Welche Konjunktion, das sind die vorderen Wörter, nur kurz, das sind die vorderen Wörter. Welche Konjunktion erfordert den korrekten Satzbau? Ist die ganze Konstruktion des Satzes am Ende. Das ist jetzt wichtig. Und welcher Kasus folgt nach der Präposition trotz? 4 Auswahlmöglichkeiten. Einmal ist es die Konjunktion weil. Verb an zweiter Position und wir befinden uns im Genitiv. Richtig oder nicht? Dann haben wir Antwort B. Denn Verb am Ende des Satzes Dativ. Oder ist es die Antwort C, obwohl Verb am Ende Genitiv? Na? Oder ist es das letzte? Antwort D. Trotzdem und dann Verb am Ende Akkusativ. 10 Sekunden habt ihr, meine Lieben. Lest es euch nochmal ganz genau durch und dann sagt mir, ob ihr das ebenfalls schon gewusst habt. B2 ist kein Spaziergang mehr. Ja, ihr Lieben, bereitet euch schön vor. Ihr habt meistens ein halbes Jahr dazwischen Zeit, um euch vorzubereiten und macht das gerne mit meinem Kanal. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Ich kann es euch nur raten. Ich mache das sehr gerne für euch. Ich gebe gerne mein Wissen hier raus, so dass ihr euch auch vernünftig vorbereiten könnt und jeden Tag ein paar Fragen hier machen. Das wird euer Deutschniveau in die Höhe katapultieren. Das darf ich euch versprechen. So, jetzt ist es soweit.
Ihr habt das Richtige euch vorgesagt? Laut vorsagen zu Hause bitte. Ja. Und wir schauen uns an die Lösung. Und jeder, der jetzt sagt, ach, das hätte ich doch eigentlich gewusst, jetzt war es falsch. Die Antwort C ist richtig gewesen oder wäre richtig gewesen. Und wir haben das kleine Wörtchen obwohl, welches das Verb ans Ende des Satzes verschiebt. Und damit sind wir dann natürlich im Genitiv. Ja, das sage ich so einfach, aber ja, so ist es. Wir sind damit dann im Genitiv gelandet, im Kasus, der mit diesem kleinen Wörtchen hier eingeleitet wird. Und hier ist es so, dass dieses kleine Wörtchen obwohl, ihr seht, ich habe heute Morgen mir Notizen dazu gemacht, damit ein jeder das auch immer mitlesen kann. Hier leitet dieses kleine Wörtchen obwohl einen Nebensatz ein und ihr seht, dass das Verb verschwindet, möchte ich bald sagen, ans Ende des Satzes. Und das mag das Verb normalerweise nicht. Wie wir im Satz zuvor schon hatten, steht das Verb normalerweise in Aussagesätzen der deutschen Sprache an der zweiten Stelle, Zweitposition für das Verb. Das ist wichtig, dass man das weiß, ja? Verb an die zweite Position, lasst euch nicht verwirren. Ja, das ist erst einmal ganz wichtig. Leitet einen Nebensatz ein und das Verb verschwindet auf die letzte Position und trotz wird standardsprachlich mit dem Genitiv verwendet. Ja? Trotz dem Regen. Nein. Ja? Bitte aufpassen, dass man sich da nicht die Umgangssprache mit reinholt, sondern dass man das kurz vor einer Prüfung bitte genauso ist, wie es standardsprachlich auch hinterlegt ist. Und hier funktioniert bitte diese Präposition mit dem Genitiv, nicht mit dem Dativ und schon gar nicht mit dem Akkusativ. Ja? Okay, ihr Lieben, das ist erst einmal das hier, obwohl wird hier als einleitender Nebensatz hier angefangen und das Verb verschwindet ans Satzende und zack, Genitiv. Merken. Wer es nicht weiß, anhalten, laut nochmal durchlesen hier, was ich dazu sage. Und dann ist das schon, denke ich, sehr, sehr wertvoll für eure Prüfungsvorbereitungen. Ich würde euch empfehlen wollen, immer jeweils ein Blatt Papier euch zu nehmen. Schreibt immer ein bisschen was mit. Ja, kann man dann hinterher immer nochmal drüber schauen. Und wenn man analog schreibt, auf ein Blatt Papier mit einem Kugelschreiber oder sonstigem, dann ist das deutlich mehr an Lernwissen, was ihr mitnehmt. Der Effekt ist viel, viel größer, als wenn ihr es nur einmal seht oder gar in euer Handy nochmal eintippt oder irgendwo anders. Schreiben, dafür braucht das Hirn deutlich mehr und es sieht es auch nochmal. Das ist viel höher, der Effekt. Ja, ich möchte nicht sagen 85% zu 40%, wahrhaft, aber so ist es fast, tatsächlich. So könnt ihr viel einfacher lernen und müsst nicht mehr so viel danach lernen. Jeden Tag ein Video von mir schauen und schon seid ihr bald dabei. So, ihr Lieben, nächste Frage. Wie lautet die korrekte Satzstruktur für ein modales Partizipal? Hier haben wir es, Attribut. Im erweiterten Satzbau B2. Wir bewegen uns immer noch in den Testfragen von B2. Auch wenn sich das jetzt schon etwas gröber anhört, ja. Aber nimmt's alles mit. Erste Antwort, die sein könnte: Die Aufgabe erforderte viel Geduld, schwierig zu lösen. Na, ist das richtig? Oder ist es richtig die Antwort B, die zu lösen schwierige Aufgabe erforderte viel Geduld? Na, oder Antwort C, die schwierig zu lösende Aufgabe erforderte viel Geduld? Antwort C? Oder ist es die Antwort D, die Aufgabe zu lösende schwierig erforderte viel Geduld? Jetzt seid ihr wiederum gefragt. 10 Sekunden habt ihr. 10 wertvolle Sekunden habt ihr. So, laut vorgesagt, habt ihr euch das? Jetzt just in dem Augenblick oder ist das zu kurz am Ende? Schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare rein, ob das zu kurz ist,
dass ich nur 10 Sekunden für diese doch schon etwas höheren Fragen hier euch gebe. Aber ihr seht, ich zeige euch die ganzen Fragen immer noch ein wenig länger und ihr habt noch immer die ganze Zeit die Möglichkeit auszuwählen. So sieht es denn aus. Und jetzt geht's los. Die Antwort C ist am besten, hätte ich bald gesagt, ist richtig. Die Antwort C ist richtig, ihr Lieben. Nicht nur am besten, sondern sie ist auch korrekt dargestellt, wahrhaft. Und hier hat es gehießen, die schwierig zu lösende Aufgabe erforderte viel Geduld. Alles, was das Grammatikherz hier sich wünscht, ist hier tatsächlich drin und wir haben sogar das Ganze, die wirklich sehr, sehr weiten Schüler sehen sicherlich, dass es sich hier schon mit einem Partizip 1 das Ganze befindet, in dem Satz versteckt. Sag ich euch gleich. Also, das ist die Antwort C, war richtig, die schwierig zu lösende, da ist das Partizip 1, Aufgabe erforderte viel Geduld. Die anderen, wenn ich euch die ganz kurz noch einmal zeige, sind nicht richtig. Und das sollte euer Gehör, wenn ihr schon länger mit der deutschen Sprache euch beschäftigt, sollte euch aufgefallen sein, dass der Satzfluss hier nicht ganz in Ordnung ist. Hier stimmt was nicht. Die Aufgabe erforderte viel Geduld, schwierig zu lösen. Das stört mich als Muttersprachler, ja? Das hört man und wenn man hinterher weiter auch noch gelernt habt, so wie ihr fortgeschritten seid, solltet ihr das auch schon fast hören. Von daher gehe ich davon aus, dass man ebenfalls hören kann. Die zu lösen schwierige Aufgabe erforderte viel Geduld. Ja, das ist so ein Chaos, okay? Dann haben wir noch gehabt, die Aufgabe zu lösende schwierig erforderte viel Geduld kann nicht sein. Ist alles kein Satzfluss drin, stört mich als Muttersprachler, wird euch auch stören. Und das Ganze ist hier mit Antwort C, wie schon gesagt, hier vollständig erledigt, ein schöner Satzfluss. Die schwierig zu lösende Aufgabe erfordert viel Geduld. Das ist ein Satzfluss, der gefällt und so ist es richtig. Und wir haben hier das erweiterte Attribut. Moment, jetzt habe ich hier gerade meine Maus verloren, entschuldigt bitte, meine Lieben. Das erweiterte Attribut schwierig zu lösen haben wir hier. Schwierig zu lösen ist das erweiterte Attribut. Steht direkt vor dem Nomen. Aufgabe. Das ist das Nomen. Schwierig zu lösende erweiterte Attribut ist das hier. Steht direkt vor dem Nomen. Aufgabe, auf das es sich bezieht. Das imitiert, und jetzt möchte ich euch jetzt einfach mal ganz, ganz salopp so sagen, wie ich das gerade sage, nicht wie es da unten steht. Dieses kleine Verb, welches wir hier haben, das verhält sich gerade fast wie ein Adjektiv, wie ein Eigenschaftswort. Eine richtig verrückte Sache, aber ja, es ist tatsächlich so, zu lösende Aufgabe, lösende, was tue ich, Infinitiv, Verb, lösen und hier habe ich das Partizip 1 angehängt und die Anpassung an den jeweiligen Kasus ebenfalls und deswegen ist es schon fast so etwas, als verhielte sich das Verb hier wie ein Adjektiv. Als wenn es ein Eigenschaftswort wäre, welches jetzt die Aufgabe hätte, das Nomen zu beschreiben. Und das tut es wahrhaft in dem Satz. So sieht es tatsächlich aus. Seht euch das hier unten an, das Partizip 1, lösende, das ist das Partizip hier, was wir da reinsetzen, ja? Oder ansetzen, reinsetzen. Die Endung E ist von dem Kasus und hier wird es dann hinter das Infinitivverb reingesetzt. Und das ist das Partizip 1 mit der Präposition zu. Zu lösende Aufgaben. Zu lösende Aufgaben wirkt oder erscheint wie ein Adjektiv. Und das ist so, weil es mehr oder weniger, erstmal mit der Präposition natürlich hier in die Satzkonstruktion geht, das Verb hier jeweils vor das Nomen hinstellt und jetzt tut das Verb so, nur wegen der Präposition, tut es so, als wenn es nicht ein Verb wäre, sondern ein Eigenschaftswort und beschreibt mal ganz brav jetzt hier unser Nomen. Eigentlich gar nicht seine Aufgabe, aber wir haben es so mit diesem Satz, mit dieser Präposition in diese Aufgabe hineingezwungen. Ja, so sieht das aus. Und hier ist es dann richtig, kurze Kasusanalyse gebe ich euch natürlich auch sehr gerne, meine Lieben.
Die schwierig zu lösende Aufgabe steht im Nominativ. Genauer gesagt steht eigentlich die Aufgabe im Nominativ. Denn wir haben ja gerade schon gehört, dass die Aufgabe, Nominativ, danach gesellt sich hier ein Adjektiv hinzu mit einer Präposition, die das Verb anstiftet, sich so zu verhalten, als würde es sehr gerne das Nomen beschreiben. Und das Verb tut, was die Präposition hier verlangt. Und von daher kann ich hier tatsächlich sagen, ist es auch hier die Aufgabe, das Subjekt. So schön wie die Aufgabe beschrieben ist unser Subjekt wunderbar im Nominativ. Und hier ist es einfach die Frage, wer oder was die Handlung ausführt. Das ist hier gerade dasjenige, was das Subjekt auszeichnet, wer oder was die Handlung ausführt. Und das ist die Aufgabe, die schwierig zu lösende Aufgabe. So sieht das Ganze aus und wir haben dann noch in unserem Satz eben, und wir haben dann eben noch in unserem Satz die Wortgruppe viel Geduld, hatten wir gerade schon hier unten, erforderte viel Geduld, haben wir auch hier. Und viel Geduld steht hier natürlich ganz brav im Akkusativ und erforderte ist hier unser Verb, was den Akkusativ direkt verlangt, da wir, und so möchte ich es gerne auch genauso sagen, unser direktes Akkusativobjekt hier mit diesem kleinen Wort einfordern. Forderte, haben wir wieder das Verb. Und was erforderte es? Es erforderte viel Geduld. Es erforderte das direkte Akkusativobjekt. So einfach ist das. Das ist alles gar nicht so schwer. Das kann man sich tatsächlich, wenn man sich des Öfteren vielleicht mal solche Videos hier anschaut, hier wirklich sehr gut lernen. Tut das bitte, nutzt das nächste halbe Jahr, wenn ihr dabei bleibt und abonniert diesen Kanal, damit ich euch sehr gerne auch weitere Probleme, die ihr mir vielleicht in die Kommentare unten reinschreiben wollt. Hey Susa, ich habe das und das Problem, kannst du mir da und da mal ein Video zu machen oder sonstigem? Ja, macht das ruhig. Nutzt die Chance, abonniert diesen Kanal und guckt euch die Videos bitte, bitte immer wieder an. Und lernt mit diesen Videos, damit ihr alle Sätze, schreibt euch die Sätze ab. Es ist das Beste, was ich euch raten kann, damit ihr da wirklich ganz sauber drüber kommt. Weiter geht's, nächste Frage geht ins Land, ihr Lieben. Wie endet unser Satz korrekt? Einen Satz habe ich euch hier kreiert. Schaut mal bitte hier. Es ist wichtig, dass man sich rechtzeitig um ein Visum. 4 Antwortmöglichkeiten haben wir. Antwort A. Es ist wichtig, dass man sich rechtzeitig um ein Visum hat gekümmert. Ist das richtig? Ja, perfekt. Perfekt, Zeitform. Oder ist es die Antwort B? Ist es wichtig, dass man sich rechtzeitig um ein Visum zu kümmern? Wäre das richtig? Antwort B. Oder die Antwort C. Wir schauen weiter. Ist es wichtig, dass man sich rechtzeitig um ein Visum kümmert sich? Ist das richtig? Oder ist die Antwort D richtig? Es ist wichtig, nicht ist es, sondern es ist wichtig, dass man sich rechtzeitig um ein Visum kümmert. Punkt. Welches ist richtig, ihr Lieben? Wir schauen uns das Ganze an und ich gebe euch sehr gerne 10 Sekunden Zeit, damit ihr seht, was hier richtig ist, ihr Lieben. Das sind alles Sätze aus B2-Tests und die möchte ich sehr gerne mit euch teilen und kommunizieren. Sehr gerne. Schreibt mir unten drunter dann hinterher die Antworten gerne in die Kommentare rein. Ich lese jeden einzelnen Kommentar. Nicht gleich sofort bis heute Abend, da ich auch noch weiterhin arbeiten muss. Aber spätestens morgen früh setze ich mich ran und bearbeite die Kommentare und ich sehe das, was ihr für Probleme habt oder nicht. Auch wenn die Antworten richtig sind, schreibt es gerne alles unten rein. Ja? So,
was ist hier richtig, ihr Lieben, von unseren Antworten? Wir brauchen hier nur den jeweiligen richtigen Buchstaben zu finden. Und es ist richtig, wenn wir sagen, na, Antwort D ist natürlich richtig. Ja, das andere würde wiederum den ganzen Satzfluss zerstören. Wenn ich hier etwas anderes nehmen würde, wie ich gerade schon eingangs sagte, ich mache jetzt einfach mal aus einem derzeitigen Satz einen vergangenen Satz, möchte ich bald sagen, und setze mir hier noch ein Verb zusätzlich ein, ein Hilfsverb, und das ist alles, ganz ehrlich, nicht richtig. Um ein Visum hat gekümmert. Nein, um ein Visum zu kümmern. Naja. Und dann kümmert sich, braucht man das sich auch wieder nicht, aber kümmert ist richtig, ihr Lieben. Antwort D ist hier bitte richtig. Der Satz heißt komplett richtig. Es ist wichtig, dass man sich rechtzeitig um ein Visum kümmert. Man kümmert sich um etwas. Wahrhaft, das ist auch schon wieder zusammenhängend. Ich kümmere mich um etwas. Hier ist bitte richtig das Verb kümmern. Ich kümmere mich um etwas. Und hier ist es dann richtig in unserem Objektsatz, welches wir hier haben. Und das Ganze kann ich euch jetzt gleich auch noch weiterhin erklären von den Kasus her. Objektsatz sage ich einfach, weil wir hier ein präpositionales Objekt in unserem Satz haben. Ich hätte bald gesagt, es gibt ja gar kein anderes Objekt oder Subjekt. Ja, wir reden ja einfach nur über ein Visum. Und das ist hier in diesem Satz natürlich etwas Besonderes, dass man so einen langen Satz gestalten kann. Und wir haben nur ein einziges Objekt hier drin, nichts weiter. So sieht es aus. Also in unserem Objektsatz, nur ein Objekt, der mit der unterordnenden Konjunktion, das muss ich dazu sagen, das. Schaut hier oben das, welches mit 2 S geschrieben wird, hier oben, das ist die unterordnende Konjunktion. Wenn ihr damit auch Probleme habt, dann schreibt mir das bitte unten rein. Ich mache euch sehr gerne auch dazu einige Videos oder Erklärungen oder sonstigem. Sehr, sehr gerne, nur dass ihr das dann alles hinterher komplett wisst. Das eingeleitet wird, also dieser Objektsatz, möchte ich damit sagen, wird mit diesem kleinen Wort das eingeleitet. Das mit Doppel-S wird nach dem Komma bitte verwendet, weil es, wie gesagt, den Objektsatz hier einleitet, weil es im ersten Teil des Satzes kein Objekt gibt. Das muss man dazu sagen, weil wir tatsächlich nur den Objektsatz hier pflegen, ja, weiterführen mit dieser kleinen Einleitung. Und jetzt weiß man, da ist wahrscheinlich dann jetzt nur noch ein einziges Objekt drin. Der erste Satz hat schon nicht gemacht, aber der zweite, den wir jetzt einleiten, der ist ein Objektsatz, weil das Objekt da drin ist. Genau so sieht's aus, ihr Lieben. Und hier ist natürlich, was soll ich anderes sagen, wenn ein Objekt im Satz ist es natürlich dann auch wieder bei so vielen anderen Dingen, und ich kümmere mich um das Akkusativ, präpositionale Objekt, so sieht es aus, das Visum, weil ich kümmere mich darum. Hier ist schon wieder ein Verb, welches schon wieder, ich mache es nochmal, meine Abonnenten kennen den Spaß schon, und ihr, liebe Zuschauer, die schon mehrere Videos von mir gesehen haben, das Verb kümmere. Und worum kümmere ich mich? Ich kümmere mich um das Visum. Und so ist das Visum dann unser präpositionales Objekt für diesen Satz. Ich hätte bald gesagt, weil das Verb da ist und weil nichts anderes überbleibt. So sieht es aus. Und wir fragen hier noch einmal ganz kurz mit der richtigen Präposition, in der wir schon gesagt haben, dass es wichtig ist, sich um ein Visum zu kümmern. Um ein Visum zu kümmern. Tatsächlich mache ich das schon in dem Satz. Und genauso kann ich meine Frage zur Fallfindung ebenfalls bringen. Um wen oder was kümmert man sich? Und ich verwende das Verb hier auch sehr gerne drin, denn hier zeigt es noch einmal mehr, dass wir gerade schon 2 Indizien für den Akkusativ haben. Ja, das ist wirklich ein ganz verrückter Satz. Ein Objektsatz mit einem präpositionalen Objekt und dann das Ganze auch noch wunderbar entgegengenommen von dem Kasus Akkusativ.
Mit Hilfe der Präposition ebenfalls. Verb und Präposition. So sieht's aus. Im Übrigen, und letztendlich möchte ich auch noch ganz kurz hier sagen, dass es natürlich auch wieder mit einer wahrscheinlichen Bewegung zu tun hat oder einem wahrscheinlichen Ziel zu tun hat, was eine Bewegung voraussetzt. Ich kümmere mich um etwas. Wahrhaft, so ist es. Ich kann nicht auf einem Punkt stehen, ich brauche etwas, worum ich mich kümmere. So ist es wieder anzunehmen, dass eine Bewegung vonstatten geht, was noch einmal mehr den Akkusativ hier aufrufen würde. Ja, auch wenn man das vielleicht manchmal einfach so hineindichten kann, es ist aber dennoch, und wie ihr gerade selber sehen könnt oder hören könnt, denkt drüber nach, es ist tatsächlich ein Funken Wahrheit darin, dass, wenn ich mich um etwas kümmere, sicherlich eine Bewegung stattfinden muss. Ja, Akkusativ. So sieht es aus, ihr Lieben. Wir haben noch mehr Präpositionen, sieht man hier, die dann ebenfalls akkusativ treu sind, also immer diesen Kasus Akkusativ hier, ja, zur Vollendung haben. Es geht nicht anders raus. Daraufhin antwortet kein Kasus, kein Genitiv und kein Nominativ. Nur der Akkusativ wird hier ebenfalls durch die Präpositionen, durch die Präpositionen für und gegen, ohne ebenfalls Präposition, akkusativtreue Präpositionen. So sieht's aus, meine Lieben. Und dann haben wir natürlich auch noch, man muss sich ja um etwas kümmern. Ich kümmere mich oder man kümmert sich um etwas. Und das ist ebenfalls ein Wort, was jetzt meine eigene Person betrifft, weil ich kümmere mich oder man kümmert sich, ist die eigene Person oder eine Person, die ich anspreche, und die steht natürlich mit sich, sicherlich auch ebenfalls im Akkusativ, weil ich mich um etwas kümmere oder weil die Person sich um etwas kümmert. So sieht es aus. Und dieses kleine reflexible Verb, ich möchte euch das gerne so sagen, sich kümmern, wird hier als reflexibles Verb eingesetzt und es ist hier eine Endung im Akkusativ unumgänglich. Es geht gar nicht anders. Ja, wir kommen nur in den Akkusativ, alles andere, nee, ist so viele Umwege, dass es die Wege gar nicht gibt. So, weiter. Bei diesem Verb, haben wir schon gesagt, bezieht es sich auf die Handlung. Ja, es bezieht sich auf die Handlung zurück. Mann. Ja, habt ihr das gesehen hier? Mann, das ist völlig verrückt. Ja, dass man sich doppelt gemoppelt, möchte ich mal so sagen. Sagen wir im Übrigen auch schon mal gerne in der deutschen Sprache, der Umgangssprache, doppelt gemoppelt. Damit möchte man einfach nur sagen, dass man das jeweilige Wort dann einfach gedoppelt hat und das doppelt ausgedrückt ist. Aber hier kann ich es euch auch anders sagen, so wie ich es geschrieben habe hier unten, ihr Lieben, habt ihr schon gesehen, ja? Bei diesem Verb bezieht sich die Handlung auf das Subjekt Mann, weil nicht spezifisch eine Person angesprochen wird, zurück. Ja, sich ist erstmal schon fast eine spezifische Person, aber Mann ist jetzt gar niemand. Ja, Mann, eben jemand. Genau, es bezieht sich zurück und hier ist dann das Reflexivpronomen sich, übernimmt die Rolle des Akkusativobjektes. Wieder ein Wort, was so tut, was es gerne wäre, und es wird dann auch noch dankbar von diesem Satz so angenommen. Und wir können mit diesem Reflexivpronomen einfach nur sagen, dass wir uns jetzt mit diesem Wort sich mit einem direkten Akkusativobjekt hier befassen. Ja, sehr schön, ihr Lieben. Weiter geht's. Am besten vor einer Prüfung noch einmal diese Videos unbedingt schauen. Ich werde auch sehen, dass ich euch noch weitere Dinge mache und Videos erstelle, die mit wichtigen grammatikalischen Gegebenheiten aus verschiedenen Tests hier so schön bestückt sind, dass ein jeder das können sollte, wenn er denn fleißig meine Videos schaut. Ja, das ist leider etwas mit Fleiß. Das nächste bitte, ihr Lieben. Nächste ist: Welche Struktur ist für einen Infinitivsatz mit zu korrekt, wenn das Verb trennbar ist? Und unser Verb, welches wir hier haben, ist das Verb ausfüllen. Für einen Infinitivsatz. Infinitiv ist das Verb in seiner Grundform. Ja, okay.
Und wir schauen uns das an und wir verwenden bitte hier ebenfalls diese beiden Konnektoren, die wir jetzt hier benennen können als Konnektoren für unseren Satz hier, um zu und Antwort A kommt. Er braucht einen Stift, damit das Formular auszufüllen. Ja, Antwort A. Dann Antwort B. Er braucht einen Stift, um das Formular auszufüllen. Das war Antwort B, wenn es denn richtig ist. Und das nächste ist Antwort C. Hier sind wir. Er braucht einen Stift, um ausfüllen zu das Formular. Oder Antwort D. Er braucht einen Stift, um zu ausfüllen das Formular. Welches ist richtig, ihr Lieben? Welches der 4 Möglichkeiten hat den richtigen Satzfluss, so dass ihr das selbst am Satzfluss schon erkennen könnt? Oder auch, was wird hier richtig verwendet, um das trennbare Verb ausfüllen in seiner Grundform dann hier richtig einzusetzen? 10 Sekunden Zeit habt ihr, ihr Lieben. 10 Sekunden Zeit habt ihr. Und es ist nicht so schwer. Genau. Und wie sieht's aus? Habt ihr schon laut gesagt? Sagt den Buchstaben laut. Besser wäre es sogar, da ihr genügend Zeit habt hier, euch den ganzen Satz laut vorzusagen. Nehmt teil. Arbeitet daran, dass ihr die Aussprache und euer Gehör ebenfalls mit diesen Videos schult. Es bringt nichts, wenn ihr einfach nur einmal hört, sagt, ja, die Antwort ist richtig und wunderbar, schauen wir mal, ob die Lösung richtig ist. Wenn man das Ganze richtig macht und die lange Zeit, die ich jetzt hier gerade erzähle, einfach hinterher mit dem Video stoppt und zu Hause euch diese Sätze nochmal genau durchlest, dann könnt ihr, denke ich, recht schnell sehen, welcher Satz ist der richtige. Sehen, was sage ich? Hören ist wohl eher richtiger. Wir schauen uns die Antwort an, ihr Lieben. Was habt ihr gesagt? Ihr habt die Antwort B gesagt. Er braucht einen Stift, um das Formular auszufüllen. Bitte entschuldigt, dass es so bunt ist, aber ich kann es erklären. Ja. Das ist am besten. Ich möchte euch auch bitten, vielleicht für eure Lernphase, wenn ihr mehr oder weniger gerade darin seid in der Lernphase, euch die Sätze oder auch einige wichtige grammatikalische Gegebenheiten in bestimmten Farben, die euch Spaß machen, aber immer die gleiche Farbe für den Kasus Dativ, für den Kasus Nominativ. Adjektive sind auch immer in der gleichen Farbe, Verben sind immer in der gleichen Farbe. Euer geistiges Gedächtnis kann euch hinterher sagen, dass das Ganze dann hinterher besser für euch sofort sichtbar ist. Ihr seht es förmlich. Ja. Okay, also Antwort B war richtig. Er braucht einen Stift, um das Formular auszufüllen. Das Verb im Infinitiv war ausfüllen. Ihr erinnert euch? Ja. Und hier haben wir dann einfach diese kleine Präposition, die in das Verb eingefügt wird. So, ausfüllen war es jetzt, ist es aber jetzt auszufüllen. Auszufüllen, er hat das Formular auszufüllen. So ist es richtig, ja? Und hier haben wir auch genauso, wie ich es hier geschrieben habe, es ist schon fast so, wie ich gesagt habe, bei trennbaren Verben ausfüllen ist ein trennbares Verb, ich fülle das aus, das kann man dann genauso sagen, wird das zu, die kleine Präposition, die wir normalerweise als zu verwenden, im Infinitiv zwischen. Jetzt wird sichtbar, warum die Farben so sind. Das Präfix ist eine kleine Vorsilbe, aus, wird einfach hier unser kleines zu zwischen diese kleine Vorsilbe, also Präfix, und das Infinitivverb dazwischen geschoben. Und schon ist es hier richtig in diesem Satz vorbereitet
als dass man jetzt sofort sagen kann, dass wir dafür schon einmal den Kasus veranschlagen können, den Akkusativ-Kasus. Da hier ja wieder ein Formular ausgefüllt wird, also haben wir wieder ein Verb ausfüllen und wieder ein direktes Akkusativobjekt. Denn wenn ich etwas ausfülle, fülle ich etwas aus. Ich brauche also ein jeweiliges Akkusativobjekt und in unserem Fall fülle ich ein Formular aus. So sieht's richtig aus. Das erst einmal dazu. So sieht's aus und deswegen sind diese Sachen hier so lustig eingefärbt. Ihr seht, Präfix ist die kleine Vorsilbe, ist genau in der Blau wie unten. Die kleine Präposition zu ist hier in grün und das Verb ist bei mir immer in pinkfarben, damit's auffällt. Ja? So, weiter geht es. Dann haben wir das Wort in unserem Satz. Hier ist es. Ja, das leitet einen Finalsatz ein, einen gewissen Sinn und Zweck, warum er einen Stift braucht. Das mache ich ganz einfach mit der Präposition packe das Ganze dann jeweils nach dem Komma hier rein und leite dann einfach meinen Finalsatz ein, um zu sagen, wofür ich denn diesen Stift brauche, um zu schreiben, um das Formular auszufüllen. Eigentlich auch eine ganz logische Sache, wie so vieles in der Grammatik der deutschen Sprache, wahrhaft so ist es, auch wenn manche Leute mir das nicht ganz glauben. Sie ist sehr komplex, aber es sind sehr viele logische, ich möchte sagen Regeln und auch Rhythmen drin in der Grammatik, als dass man sagen kann, so kann man das machen. Ja, man muss sie nur kennen. Das ist genau der Unterschied, den man hat. Und wir kommen zur kurzen Kasusanalyse, die ich eingangs schon kurz ansprach, weil ich euch eben schon gesagt habe, dass alleine das Formular durch die Handlung des Ausfüllens, ja, ist es hier tatsächlich das Objekt des Akkusatives und das ist hier schon alleine durch das Verb so vorbestimmt. Ja, alles andere ist gerade egal, weil ich muss irgendetwas ausfüllen. Und in diesem Satz habe ich nur das Formular, was ich ausfülle. Das ist so, ich sage mal was ganz Verrücktes, wenn ich jemanden anrufe, dann ist klar, dass ich den Hörer habe, aber die andere Seite braucht auch etwas. Und also rufe ich jemanden an. Das ist ungefähr so ähnlich, wenn ich etwas ausfülle oder schreibe, dann schreibe ich etwas, dann fülle ich etwas aus. Und das ist hier das Formular. Akkusativ, ganz einfach gefunden hier. Was fülle ich aus? Ich fülle das Formular aus. Und fertig. Das ist dann ganz einfach die Bestimmung dafür. Und dann haben wir hier noch ebenfalls, einen Stift ist ein Objekt des Satzes, weil es schon wieder genau die gleiche Regel ist, ihr Lieben. Achtung, brauchen, das Verb. Was brauche ich? Ich brauche einen Stift. Oder wir sagen es mal einfach so, wie es grammatikalisch schon fast richtig ist, ich brauche ein direktes Akkusativobjekt, in diesem Fall ist es nämlich der Stift. Wahrhaft, so kann man das Ganze machen. Genau das Gleiche war ja eben auch mit unserem Formular, deswegen stehen beide hier drin, dass wir wieder etwas ausfüllen und das Formular steht ebenfalls hier drin, genauso wie ich den Stift brauche. Das sind dann beide Objekte für einen Kasus Akkusativ. Eine wunderbare Vorlage, wie ich finde, wenn ich das kurz anfügen darf, als dass ich hier wirklich mein Verb finde und dann hier noch meinen Stift und hier finde ich nochmal ein Verb und wieder finde ich ein Akkusativobjekt. Es ist einfach ein Geschenk, dieser Satz, wenn ihr den habt in einer Prüfung, wirklich toll. Ja? Sehr schön, meine Lieben. Weiter geht's hier. So, wir schauen uns das Ganze an und wir sind für heute wieder durch, ihr Lieben. Sehr schön, ihr Lieben. Wunderbar. Je öfter ihr heute gesagt habt, welche Antwort richtig ist, das ist am besten für euren Lernerfolg. Und ich freue mich wirklich, wirklich von Herzen sehr, wenn irgendjemand mir hinterher in die Kommentare unten reinschreiben kann, ich habe die B2-Prüfung geschafft, weil ich Abonnent deines Kanals bin und ich habe mit dir gelernt und das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, ihr Lieben. Und seid gespannt auf das morgige Video. Da schauen wir uns auch wieder ganz interessante Möglichkeiten an, um der Grammatik der deutschen, recht komplexen Grammatik
auf die Schliche zu kommen. Das werden wir morgen machen. Liked und abonniert meinen Kanal, liked dieses Video, wenn es euch was gebracht hat. Hypt es, wenn euch etwas gebracht hat, das Ganze, weil es für mich natürlich auch immer etwas Arbeit ist, das Ganze vorzubereiten. Ich mache das Ganze von Herzen gerne. Ein kleines Like als Dankbarkeit würde ich wirklich sehr, sehr gerne sehen wollen. Ich danke euch und wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Grammatikstunde. Gehabt euch wohl, passt auf euch auf. Einen wunderschönen Abend für euch. Auf Wiedersehen. Ihr Lieben, bis morgen.